So, hi und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr diese Satisfying Animation hier erstellen könnt, wo das Pendel immer ganz leicht das Wasser nur streift. Das heißt, lasst uns keine Zeit verlieren und direkt in Blender anfangen. Erstmal hier im Blender, wie immer, den Default Cube mit X weglöschen. Und danach können wir einfach mit Shift A eine neue UV-Sphere erstellen. Dann gehen wir kurz auf die Modifier und einfach mit dem Subdivision Surface Modifier die Kugel etwas runder machen. Ich apply den auch direkt. Rechte Maustaste Shade Smooth, damit es etwas runder ausschaut. Dann gehe ich mit 1 auf den Front View, GZ 15, dann ist die Kugel nach oben gezogen. Jetzt gehe ich mit Tab in den Edit Mode mit Shift S auf Selection to Cursor. Das machen wir aus dem Grund, damit unser Origin hier oben bleibt und wir dann einfach hier immer um diesen Origin-Punkt da oben rotieren können. Jetzt gehe ich aber mit Shift S wieder to Cursor to Selected, das heißt unser Cursor springt hier nach oben und jetzt können wir hier oben einfach mit Shift A einen neuen Circle erstellen. So, hier beim Add Circle gehe ich vielleicht auf mal 2, damit der etwas runder wird und jetzt ziehe ich den einfach mit Extrude Z einfach nach unten. So, und das passt. So, jetzt einfach mit Scale und dann alles außer Z, also Shift Z, können wir den ganzen bedeutend dünner machen und dann ist das quasi unser Faden. So, jetzt wählen wir zuerst hier unser Faden an, dann unsere Sphere und mit Control bzw. Steuerung J kann man die ganzen zusammenjoinen. So, das ist jetzt hier unser Pendel, schaut gut aus. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich hier unsere Plane, beziehungsweise das wird später mal unser Wasser. Mit Shift A einfach eine neue Plane erstellen, die ziehen wir dann hier nach unten. Ich ziehe die so leicht unter die Kugel, aber so, dass Teile von der Plane noch in der Kugel drin ist. Mit S kann ich das Ganze jetzt einfach mal nach oben scalen. Die genaue Scale, darum kümmern wir uns später. So, jetzt brauchen wir unsere Rotation bzw. unsere Schwingung des Pendels. Das heißt, wir gehen mit I auf Rotation. Jetzt ziehen wir unseren Bildschirm mit dem Cursor in 2 und jetzt können wir einfach hier auf den Graph Editor gehen. Erstmal werde ich X und Z weglöschen, weil ist unnötig für uns. Jetzt gehe ich auf die Y, mit N kann ich auf die Properties gehen, Add Modifier und dann einfach hier Built-in Function. Bei Amplitude können wir einfach .45 eingeben. Man sieht es aber auch einfach gar nichts gerade, das ist ein bisschen doof, aber ich mache das Ganze mal etwas sichtbar. So, jetzt können wir langsam sehen, was hier abgeht, aber es schaut einfach schrecklich aus, weil unser Pendel hat gerade gefühlt einen Anfall, das heißt, wir gehen mal auf Framerate auf 30, normalerweise auf 60 bei Satisfying Animationen wichtig, aber das hier werde ich in Cycles rendern, dazu komme ich später, wieso ich das mache, aber es soll trotzdem ein bisschen smooth aussehen, deshalb machen wir es in 30, genau. Phase Multiplier gehe ich einfach auf 0.05. Man sieht jetzt, wir haben endlich mal ein entspanntes Pendel und lassen das Ganze einfach mal laufen. Wichtig darauf zu achten, das Pendel nie zu schnell machen, das ist wichtig bei Satisfying Animationen. Je langsamer, desto more satisfying, sagen wir es mal so. Irgendwann ist natürlich zu langsam und man schläft gefühlt ein beim Zuschauen, aber so passt das für mich. Den Endframe setzen wir mal auf 700, hier rechts unten und so passt es für uns erstmal. Das, was wir jetzt machen, ist, wir adden, unsere Animation bzw. unser Wasser, sodass da Wellen drin entstehen. So, erstmal gehen wir hier auf unser Pendel, gehen hier unter den Physics Tab und dann Dynamic Paint, Type Brush, Add Brush. Mehr brauchen wir gar nicht machen. Jetzt gehen wir hier unter unsere Plane, Dynamic Paint, Canvas natürlich, also zu Deutsch Leinwand und dann Add Canvas. So, was wir jetzt machen, ist Format lassen wir, keine Lust das zu ändern, nur Surface Type gehen wir auf Waves. Jetzt wird noch gar nichts passieren aus dem Grund, weil unsere Plane hier noch nicht geteilt wurde, subdivided wurde. Das heißt, wir gehen mal hier mit rechter Maustaste auf Subdivide und hier links unten können wir jetzt bei Number of Cuts, gehe ich vielleicht mal auf 90. So, jetzt sieht man, hier sind eine Menge Punkte und die können jetzt berechnet werden. Wenn ich jetzt einfach mal auf Start gehe, dann sieht man hier unsere Animation. So, Timescale und Speed würde ich nichts dran ändern. Schaut meistens nicht wirklich gut aus, wenn man da was ändert. Natürlich, wenn es euch zu langsam oder zu schnell ist, könnt ihr jeweils an diesen 2 Einstellmöglichkeiten rumstellen. Damping ist ganz wichtig, nämlich falls ihr einen zu starken Recoil bzw. einfach hier die Wand zu stark reflektiert, gibt es eine Interferenz, schaut nie so cool aus. Das heißt, Damping stelle ich mal 1 hoch auf 0,5, wobei die Standardwerte auch meistens schon relativ gut ausschauen. Von der Größe der Plane mache ich die etwas größer, die soll nämlich einfach etwas größer sein als der maximale Ausschwung von unserem Pendel. So, dann schaut das Ganze auch schon ganz gut aus. Mehr brauche ich jetzt eigentlich gar nicht machen.
aber ich kann das Ganze noch nicht mit einem Cache berechnen, aus dem Grund, weil unsere File noch nicht gespeichert wurde. Das heißt jetzt einfach Save As und dann irgendwas eingeben. So, wenn wir das gespeichert haben, können wir einfach nochmal auf die Plane drücken und dann sieht man jetzt hier die Option Bake. Bevor wir baken, wenn wir zufrieden mit unserer Animation sind, ich würde sagen, wir starten die bei 30 Frames und dann müssen wir auch hier unter unsere Berechnung Frame Start 30, aus dem Grund, weil hier fällt das Pendel das erste Mal rein, das heißt, da wollen wir starten. Falls wir das richtig haben, brauchen wir noch die Substeps machen. Was sind die Substeps eigentlich? Naja, das ist einfach, wie häufig zwischen den Frames berechnet wird. Bei beispielsweise Cloth Simulations oder so braucht man da relativ viele. Hier braucht man fast eigentlich keine. Ich mache jetzt mal einen sicherheitshalber, falls irgendwo ein Problem entsteht. Ihr könnt aber auch keinen machen. So, das heißt, ich gehe jetzt einfach mal auf Bake. Jetzt ist das Ganze auch schon fertig gebaked. Das heißt, wir sehen hier das uns mal an. Schaut ganz gut aus. Ich delete jetzt mal den Bake und mache noch ein paar andere Sachen. Das erste, was ich machen werde, ist, ich gehe mit rechter Maustaste auf Shade Smooth, damit unser Wasser etwas glatter ist. Dann gehe ich hier mal auf unsere Modifier, gehe auf Solidify, das soll eine gewisse Dicke kriegen. Ich gehe mal hier auf, ja, 0.04, das passt. Und Subdivision Surface, aber weil mein PC echt nicht so schnell ist, mache ich den hier einfach im Viewport aus, dann sonst wird das Ganze grausam lang brauchen und wahrscheinlich wird auch OBS abstürzen und ja, das wäre ein bisschen blöd, gell? So, ja, jetzt, was brauchen wir denn jetzt als nächstes? Naja, eigentlich nicht mehr viel. Ich gehe jetzt erstmal hier nochmal unter unsere Canvas und lasse das Ganze jetzt einmal durchbaken, damit wir jetzt gleich auch mit dem Rest weitermachen können. Ich lösche jetzt erstmal hier das Licht mit X und gehe einfach unter meine Weltkugel, Color und jetzt mache ich einfach eine HDR rein. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, einfach hier das Video, was ich euch hier, glaube ich, werde ich euch hier rechts oben einfach verlinken, genau. Jetzt nehme ich hier mal irgendeine HDR und immer von der Website HDRI Heaven, da sind die besten und jetzt werde ich mich ganz mal um die Texturen kümmern. So, jetzt haben wir hier unser, Surrounding Light, würde ich mal sagen. Jetzt brauchen wir noch ein paar andere Sachen. Erstmal hier unsere Plane, werde ich in einem Glossy Shader machen, das heißt, ich gehe hier einfach unten zu den Materials, Surface Glossy, dann gehe ich auf Color, mache ich das Ganze bläulich. Vielleicht habt ihr das über die Videos schon gemerkt, aber blau ist meine Lieblingsfarbe. Das heißt, ich mache hier fast immer bläulich. Ein bisschen glossy, soll aber auch noch nicht ganz reflektierend sein, sonst schaut es nicht so gut aus. Ja, so schaut es in Ordnung aus. Gehe ich einfach hier mal auf neue Color für meinen Pendel, gebe dem Ganzen eine goldige Farbe. Jetzt gehe ich auf Edit Mode, wähle hier nur mein Pendel, keine Ahnung, Stab oder Faden, was auch immer an. Gehe auf New, der soll so eine leicht metallic Farbe kriegen, beziehungsweise einfach silbrig ohne wirkliche Farbe drin. Das heißt, wenn ich das gemacht habe, sieht man hier, es passt alles. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eigentlich nur noch unsere Kamerafahrt. Genau, das heißt, das geht auch relativ leicht. Erstes, ich gehe mal hier wieder, so dass ihr was seht. Zweitens, ich gehe mit Shift S wieder auf diesen, keine Ahnung, Snap-Optionen und gehe einfach mal Cursor to World Origin, damit wir hier ein neues Objekt spawnen können. Jetzt gehe ich einfach auf Shift A und Empty, dann haben wir so ein Empty-Objekt. Jetzt fragt ihr euch, wieso mache ich das? Ich gehe jetzt mal hier auf N, auf meine Kamera und bei Rotation, Z-Rotation muss ich glaube ich auf 0 gehen. Und jetzt gehe ich auf 1 in den Viewport und jetzt drücke ich STRG Alt 0, dann snappt meine Kamera auf meinen aktuellen Punkt. Jetzt mit N, falls ihr hier noch nicht in den Properties seid, müsst ihr auf N drücken. Log Camera to View und jetzt ziehe ich das mal hier an die richtige Stelle. Man kann das natürlich jetzt super genau machen, hier oben, dann hier Location 0, aber komm, ist jetzt nicht wirklich so wichtig. Das heißt, falls das Ganze für mich passt, so vom Abstand und vom Winkel her, ich verändere das vielleicht noch ein bisschen, aber muss nicht wirklich so viel verändert sein, dann passt das für mich. Jetzt gehe ich zuerst auf meine Kamera gehen, okay, dann auf mein Plane-Objekt und jetzt mit STRG P das Ganze zum Parent machen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wieso, hier ist jetzt so eine Linie, wieso habe ich das überhaupt gemacht? Naja, ich will eben, dass meine Kamera um den Mittelpunkt rotieren kann und jetzt kann man das einfach hier mit dieser Plane-Axis bestimmen. Das heißt, ich gehe mal auf den ersten Frame
und mit der Plane Axis angewählt natürlich oder mit diesem, ja doch, Plane, das heißt Empty Objekt, okay, komm, egal. Ich gehe einfach mal auf I, Rotation, jetzt gehe ich auf den Endframe und gehe einfach mal auf Rotieren, Z 360 und gehe nochmal mit E-Rotation. Jetzt haben wir hier eben unsere Kamerafahrt. Man sieht, unsere Kamera bewegt sich langsam, aber sicher um unser Objekt. Das können wir natürlich auch hier zuschauen. Schaut meiner Meinung nach ganz cool aus. Es ist nicht zu schnell, wie gesagt, das ist eine der wichtigsten oder größten Probleme, die es bei solchen Animationen gibt, dass es deutlich zu schnell abläuft. So, das Ganze schaut für mich cool aus. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich unseren Render vorbereiten. Erstens, ich habe euch gesagt, ich lasse das Ganze in Cycles rendern, aber ich habe euch noch nicht gesagt, wieso. Der erste Grund ist, wenn ich das jetzt so ablaufen lasse, man sieht den Hintergrund, schaut natürlich ganz doof aus. Das heißt, ich gehe hier mal auf Film und dann transparent. Das heißt, unser Hintergrund wird nicht mitgerendert, aber die erste Sache, die direkt auffällt, ist, unsere Sachen reflektieren nicht richtig. In Eevee wird man jetzt, wo ist es, Screen Space Refraction machen und dann sieht man, wenn ich jetzt mal hier kurz Camera to View ausmache, dann sieht man hier, das schaut einfach aus, weil hier gibt es ganz viele Pixel, schaut einfach doof aus. Das heißt, ich gehe hier einfach mal auf Cycles zum Rendern, Device natürlich GPU, Performance gehe ich 256 Teils das, aber einfach so eine Sache, die die Renderzeit verringert. Dann werde ich mal wichtig mein Subdivision Surface wieder anstellen, damit das Ganze etwas glatter wird, damit ich jetzt auch sehe, wie es tatsächlich später aussehen wird. Und jetzt unter Compositing, Use Nodes, tue ich einen kleinen Denoiser rein. Denoise, ihr fragt euch vielleicht wieso, wichtig, dann kann ich nämlich einfach hier unter meinen Render-Einstellungen die Render-Samples unterstellen, was natürlich unseren Render viel, viel schneller macht. Das heißt, ich gehe jetzt mal auf Render-Samples 40 und jetzt vergleichen wir mal kurz die Renderzeit, also hier Render-Image und das ist jetzt in Cycles natürlich. Man sieht, mit dem Denoiser verschwindet jetzt hier die ganzen unnötigen Partikel. Man sieht, 5 Sekunden braucht es hier. In Eevee wird das Ganze nur mal zum Vergleich, würde es 2 Sekunden brauchen. Also Eevee ist mehr als doppelt so schnell, dafür schaut halt hier unten die Kugel einfach schrecklich aus. Und Satisfying Animationen sollten dann doch gut ausschauen. Das heißt, ich gehe einfach auf Cycles und lasse das Ganze jetzt mal rendern. Okay, so schaut jetzt mein fertiges Ergebnis aus. Schaut echt cool aus, ich bin echt zufrieden damit. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. Falls ihr Bock auf mehr solchen Content habt, könnt ihr natürlich auch gerne subscriben. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Okay, so schaut...